Fast wie aus dem Nichts gibt es jetzt das neue Tesla Model Y Performance. Auch wenn ich ein wenig enttäuscht bin, gibt es doch ein paar interessante Änderungen. Das Model Y Performance 2025 bekommt unter anderem einen etwas größeren Akku und hat dadurch eine erheblich größere Reichweite als die des Vorgängermodells. Preise, Daten und meine Gedanken zu dem Model Y Performance erfahrt ihr jetzt hier auf Project Drive. Nach einem kurzen Videoteaser am Mittwoch hat Tesla jetzt die Auswahl für sein Bestseller-Elektroauto, das Model Y, erweitert. Es ist seit dem heutigen Morgen wieder in der Performance-Version erhältlich. Mit einem modifizierten Fahrwerk und einer sportlicheren Optik sticht das Model Y heraus. Das Fahrzeug hat eine etwas tiefere Lage als die regulären Varianten, ist mit 21 Zoll großen Felgen namens Arachnie 2.0 ausgestattet, die das bisherige Turbinendesign ersetzen, und verfügt über eine neu gestaltete Stoßstange. Diese nimmt zwar das bekannte Design des Juniper Facelifts auf, jedoch sind der untere Lufteinlass und die seitlichen Öffnungen neu gestaltet, was einen etwas sportlicheren Look ergibt, insbesondere in Kombination mit den 21 Zöllern. Am Heck verstärken ein neuer Diffusor, ein Carbon-Spoiler und eine durchgehende Lichtleiste den sportlichen Auftritt. Ein weit auseinanderstehender Tesla-Schriftzug und ein Performance-Emblem unterscheiden es zusätzlich vom Standard Model Y. Die Performance-Version ist im Innenraum durch Kohlefaserverkleidungen sowie die Performance-Sportsitze in der ersten Reihe gekennzeichnet. Diese bieten mehr Seitenhalt und eine Oberschenkelauflage, beinhalten jedoch auch wie die Sitze im normalen Model Y Juniper sowohl eine Sitzheizung als auch eine Sitzkühlung. Das 16-Zoll-Display, das in der China-Lang-Version des Model YL vorgestellt wurde, ersetzt den 15-Zoll-Touchscreen. Diese Änderung könnte auch bald für die anderen Varianten folgen. Mit dem neuen Performance-Antriebsstrang kann das Auto in 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Die Allrad-Version benötigt dafür 4,8 Sekunden. Die maximale WLTP-Reichweite reduziert sich im Vergleich zum AWD-Modell nur geringfügig von 586 auf 580 km und liegt 66 km über der des bisherigen Performance-Modells. Obwohl Tesla noch keine offiziellen Informationen dazu bereitstellt, wird in verschiedenen Berichten erwähnt, dass im Model Y Performance ein Akku mit optimierten Zellen von LGES verbaut sein könnte. Dies könnte auch die höhere Reichweite des Fahrzeugs erklären. Der Nettoenergiegehalt des Akkus mit der Bezeichnung 5M soll etwa zwischen 82 und 84 Kilowattstunden liegen, was rund 5 Kilowattstunden mehr ist als zuvor. Der Verbrauch soll jedoch gesunken sein, nämlich auf 16,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Eine 15-minütige Supercharge-Sitzung kann die Reichweite um bis zu 243 Kilometer erhöhen. Das Model Y Performance bietet laut Konfigurator nun ein adaptives Fahrwerk. Im Vergleich dazu hatte die vorherige Performance-Variante nur ein tiefer gelegtes und sportlich abgestimmtes Fahrwerk ohne adaptive Dämpfer. Dieses Feature könnte dazu führen, dass die Differenz zwischen Fahrdynamik und Komfort etwas zunimmt. Der Tesla-Konfigurator nennt einen Preis von 61.990 €. Allerdings kommen verpflichtend die bei Tesla üblichen Ziel- und Behördengebühren in Höhe von 980 € hinzu, sodass sich der Gesamtpreis für das neue Model Y Performance auf 62.970 € ergibt. Damit liegt der Aufpreis für das Model Y maximale Reichweite Allradantrieb bei 9.000 €. Der Aufschlag beträgt 2.000 € im Vergleich zum Vorgängermodell, dessen Preis knapp über 60.000 € lag. Im Online-Konfigurator wird die erwartete Auslieferung mit September 2025 angegeben, was dem Zeitpunkt für alle anderen Antriebsvarianten im deutschen Angebot entspricht. Die ersten Fahrzeuge der Performance-Variante könnten also bereits in wenigen Tagen unterwegs sein. Es ist noch unklar, ob und wann die anderen Long-Range-Versionen mit dem neuen 5M-Akku mit höherem Energiegehalt und größerer Reichweite sowie den neuen Touchscreen erhalten werden. Die neue Performance-Variante gefällt mir optisch schon mal ganz gut. Jedoch habe ich mit einem größeren Knall gerechnet. Irgendwas Neues, Cooles vielleicht. Irgendeine Innovation sogar. Aber nein, da wurde ich enttäuscht. Auch der Launch ist schon wieder super fragwürdig, auch weil zum Beispiel keine Leistungsangaben gemacht werden. Aber naja, was haltet ihr vom neuen Model Y Performance? Sagt mir das gerne in den Kommentaren.
Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem TikTok- und Instagram-Account vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!